Hallo liebe FC Bayern-Fans, liebe Fußballfreunde, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Am dritten Spieltag der Champions League Ligaphase trifft der FC Bayern München am Mittwoch in der Allianz Arena auf Club Brugge aus Belgien. Und die große Frage, holt Bayern den 12. Sieg in Folge? In diesem Video gibt es meine FC Bayern Prognose mit frischen Infos, Statistiken und natürlich der möglichen Bayern-Aufstellung von Trainer Vincent Kompany für das Champions League Spiel gegen Brügge. Werden die Bayern auch Club Brügge vom Platz fegen? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wenn dir das Video gefällt, gib gerne ein Like und abonniere Werners Fußballecke, dass du auch kein Bayern-Video mehr verpasst. Los geht's! Der FC Bayern hat am Samstag im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund mal wieder gezeigt, warum sie das Maß aller Dinge sind. Mit einer richtig starken ersten Halbzeit und einem verdienten 2:1 sichern sich die Münchner 3 Punkte und stehen jetzt mit 5 Punkten Vorsprung auf Leipzig oben in der Tabelle. Dazu kommt ein brutales Torverhältnis von 27:4 Toren. Das ist einfach nur ein Wahnsinn. Die Bayern sind aktuell eine echte Tormaschine und genau das wollen sie jetzt auch in der Champions League zu Hause gegen Club Brügge wieder beweisen. Die Botschaft ist klar, Bayern will zeigen, dass sie momentan das beste Team Europas sind. Aber aufgepasst, Club Brügge ist kein leichter Gegner. Nach 11 Spieltagen stehen sie in der belgischen Liga immerhin auf Platz 2 und kommen mit einem ordentlichen Selbstvertrauen nach München. Also, der Bundesliga-Tabellenführer gegen den Zweiten aus Belgien. Das klingt nach einem richtig spannenden Duell. Ja, liebe Bayern-Fans, bevor wir gleich auf die mögliche Aufstellung von Vincent Kompany schauen, gibt es erstmal ein paar heiße Infos rund um das Champions League-Duell FC Bayern München gegen Club Brügge. Werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Champions League-Tabelle nach 2 Spieltagen. Der FC Bayern hat sich bisher richtig stark präsentiert. Am ersten Spieltag mit einem starken 3:1 Heimsieg gegen den FC Chelsea und dann auch mit einem, muss man sagen, überragenden 5:1 Auswärtssieg beim Pavos FC aus Zypern. Damit steht der deutsche Rekordmeister natürlich an der Tabellenspitze und das auch absolut verdient. 2 Spiele, 2 Siege, 8 Tore. Die Bayern marschieren bisher ohne Gnade auch durch die Königsklasse. Und schauen wir mal auf den Gegner, Club Brügge. Die Belgier sind mit einem starken 4:1 am ersten Champions League Spieltag gegen AS Monaco gestartet, haben dann aber am zweiten Spieltag auswärts bei Atalanta Bergamo aus der Serie A mit 1:2 verloren. Damit steht Brügge aktuell auf Platz 13 der Champions League Tabelle. Und jetzt ausgerechnet auswärts beim FC Bayern antreten zu müssen, das wird natürlich alles andere als einfach. Und mal ehrlich, ein Heimsieg der Bayern gegen Brügge ist schon eigentlich Pflicht, wenn man sich dieses Jahr direkt fürs Achtelfinale der Königsklasse qualifizieren will. Aber klar, im Fußball darfst du keinen Gegner unterschätzen. Und genau das ist auch das Gute aktuell bei den Bayern. Sie nehmen jede Partie ernst, ganz egal ob Dortmund, Chelsea oder eben Brügge. Die Mannschaft von Bayern will jedes Spiel gewinnen. Werfen wir mal einen Blick auf die aktuelle Tabelle der belgischen Liga. Wie vorhin schon mal erwähnt, steht Club Brügge nach 11 Spieltagen mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 2. Bis jetzt gab es 7 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Und beide Pleiten kamen auswärts zustande. Trotzdem, Brügge ist momentan richtig gut in Form. Die letzten 4 Ligaspiele haben sie alle gewonnen, mit einem Torverhältnis von 6:1 Toren. Also defensiv stabil und offensiv auch effektiv. Das heißt, die Bayern müssen mit Respekt in dieses Spiel gehen. Aber natürlich auch mit der klaren Ansage, 3 Punkte sind Pflicht. So, und jetzt schauen wir uns mal, welche Spieler bei beiden Teams aktuell am gefährlichsten sind. Wer also die meisten Tore und Vorlagen in der Liga auf dem Konto hat. Ja, liebe Fußballfans, bei Club Brügge gibt es aktuell vor allem einen Namen, den man sich merken sollte, und zwar Christos Zolis.
Der Grieche ist momentan der absolute Leistungsträger bei Brügge. In 18 Spielen hat er 7 Tore erzielt und 8 weitere vorbereitet. Also schon richtig starke Zahlen. Und viele kennen ihn bestimmt dann noch aus seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga. Ebenfalls gefährlich, Niccolò Tresoldi, der junge Stürmer, wechselte im Sommer für 6 Millionen Euro von Hannover 96 zu Club Brügge und hat sich dort sofort einen Stammplatz erkämpft. In 18 Spielen kommt er auf 6 Tore und 2 Vorlagen und derzeit wird sogar darüber spekuliert, dass der deutsch-italienische Angreifer bald für die italienische Nationalmannschaft nominieren werden könnte. Also klar, auf Zolis und Tresoldi müssen die Bayern ganz besonders aufpassen, denn die beiden können mit einem Moment schon ein bisschen Veränderung ins Spiel bringen. Aber, und das ist das große Aber, Brügges Defensive wird ordentlich was zu tun bekommen. Denn da wartet kein geringerer als Harry Kane. Der englische Superstar hat in nur 11 Spielen bis jetzt unglaubliche 19 Tore erzielt und 3 weitere vorbereitet. Aktuell wohl der kompletteste Stürmer Europas. Und nicht zu vergessen, an seiner Seite spielen Luis Diaz und Michael Olise. Die 3 zusammen haben schon 31 Tore erzielt und 13 Vorlagen geliefert. Eine absolute Offensivmaschine. Insgesamt stehen die Bayern in allen Wettbewerben bei einem Torverhältnis von 40:9 Toren. Besser geht's fast nicht mehr. Trotzdem, auch wenn die Bayern zu Hause natürlich klarer Favorit sind, Zolis und Tresoldi darf man nicht unterschätzen. So, und bevor wir gleich auf die voraussichtliche Aufstellung der Bayern schauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die letzte Startelf von Club Brügge in der Liga. Beim 1:0 Auswärtssieg am Samstag gegen Leuven stand Christos Zolis erneut im Mittelpunkt. Er war der Matchwinner mit dem entscheidenden Treffer. Aber wenn die Bayern ihr gewohntes hohes Pressing und das schnelle Flügelspiel auf den Platz bringen, dann sollte ein Heimsieg gegen Brügge eigentlich nur Formsache sein. So, dann schauen wir uns jetzt mal die mögliche Aufstellung des FC Bayern für das Champions League Duell gegen Club Brügge genauer an. Und zwar unter Trainer Vincent Kompany. Ich habe in meiner Prognose diesmal Serge Gnabry wieder mit in die Startelf genommen. Er musste ja jetzt im Topspiel gegen den BVB wegen einer dann doch nur zum Glück leichteren Verletzung pausieren, aber laut Medien soll Gnabry gegen Brügge wieder einsatzbereit sein. Allerdings könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Kompany ihn erstmal von der Bank bringt, vielleicht so ab der zweiten Hälfte, um nochmal richtig Tempo und Frische reinzubringen. Und obwohl Neuzugang Nicolas Jackson gegen Dortmund nicht gerade sein bestes Spiel hatte, könnte er trotzdem wieder in der Startelf stehen. Alternativ, und das wäre für mich persönlich sogar die spannende Variante, könnte Kompany Tom Bischoff direkt auf die 10er-Position stellen. Dann würde Harry Kane wieder als klassischer Mittelstürmer agieren und genau da ist er ja bekanntlich am gefährlichsten. In der Defensive könnte Kompany vielleicht einem Tah oder Dayot Upamecano mal eine Pause gönnen und dafür Min-Jae Kim wieder in die Startelf rotieren lassen. Und ganz ehrlich, ich würde auch gerne mal wieder Lennart Kahl von Beginn an sehen. Der Junge hat richtig Potenzial, das wissen wir alle. Und gegen Brügge könnte das die perfekte Gelegenheit sein, ihm wieder Vertrauen, aber auch Spielzeit zu geben. Zudem, auch ein Michael Olise könnte mal eine kleine Verschnaufspause brauchen. So, und so könnte sie also aussehen, die mögliche Bayern-Startelf für das Champions-League-Spiel gegen Club Brügge. Ein Team, das momentan in absoluter Topform ist, egal ob in der Bundesliga oder in der Königsklasse. Mit über 40 Toren in allen Wettbewerben und nur 9 Gegentreffer läuft bei den Bayern aktuell einfach alles rund. Und deshalb ist das für mich schon ein bisschen klar, zu Hause in der Allianz Arena sollte das der dritte Sieg im dritten Champions League Spiel werden. Mein Tipp für das Spiel FC Bayern München gegen Club Brügge, ein souveräner 3:1 Heimsieg für den FC Bayern. Und damit auch der 12. Sieg in Folge. Rekord. Ja, liebe Fußball- und FC Bayern-Fans, was ist dein Tipp und Prognose für das Champions League-Spiel
der Bayern gegen Brügge? Schreib es in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, danke ich dir gerne für ein Like und abonniere Werners Fußballecke, dass du keine FC Bayern News mehr verpasst. Danke fürs Einschalten, drückt die Daumen, bleibt sportlich, wir sehen uns. Tschüss.